Guten Morgen. Gestern Abend beim Einschlafen hatte es 6,8 Grad. Und unser Thermometer hat in der Nacht gesponnen und sagt maximal 17,8 Grad in der Nacht. Also ja, aber es war recht frisch, aber die Schlafsäcke sind wirklich toll. Und sowas Ungewohntes, was wir jetzt wirklich seit echt langem nicht hatten, wir wachen auf bei schönem Wetter. Das ist tatsächlich Sonne. Also abgesehen davon, dass wir ein wunderschönes Panorama haben, haben wir tatsächlich Sonne. Aus Temperaturgründen gibt es heute Frühstück im Bett. Und später geht es ins Nordkap. Richtung Schaffen wir das Nordkap. heute? Nein, Ja, dann Richtung Nordkap. das sind noch 1000 Kilometer. Da drüben ist ein junger Fuchs, der gefangen ist in einer Falle und wir schauen mal, ob wir irgendwas machen können. Also wir haben die Falle losbekommen, aber der Fuß ist schon ziemlich verletzt. Also ziemlich tief. Seine Pfote liegt so da und er schlägt sie ab und wenn er sie abschlägt, bewegt sie sich, obwohl er es nicht möchte. Mach's gut, kleiner Fuchs. Oh. Das war da drinnen und seine Pfote war eben da und dann ist das draufgeschnappt. Und ich habe damit war es irgendwo befestigt und er hat sich losgerissen. Und ich habe das dann da in dem seine Pfote eingehängt und halt urfest dran gezogen, weil das echt ziemlich stark gespannt. Und dann hat er sie rausgezogen. Selber. Aber halt das. Ja. Ui. Hin und wieder hört die E6 einfach auf, asphaltiert zu sein. Und dann ist er ein Stück so. Es schaut meistens so aus, als hätten sie da Sprengarbeiten durchgeführt und dann quasi die Felsbrocken die Straße grob zerstört. Und dann eben bauen sie die Straße oder asphaltieren sie die Straße neu. Und dann ist es wieder normal. Also die Norweger können schon richtig beeindruckende Brücken bauen. Die hier ist riesig. Die Seite heißt globalpetrolprices.com und da gibt es eine Aufstellung von der ganzen Welt. Wir haben jetzt die Währung norwegische Kronen eingestellt und auf der ganzen Liste, ganz unten, steht Norwegen. Es ist teurer als Island, teurer als Monaco. Ja, also teurer als überall, grundsätzlich. Also überall günstiger. Verrückt. Also, und wie ist der Durchschnitt? 14,46 und wir haben da... 14,17. Na, passt. So gut? Dann tank mal. Wir wollten gerade tanken und wir haben vorher den Kanister nachgefüllt. Und beim Kanister nachfüllen habe ich den Tankdeckel vergessen draufzuschrauben. So blöd. Boah, ich ärgere mich so. Also wir dürfen jetzt wieder dorthin zurückfahren, wo wir das letzte Mal Pause gemacht haben. Und so dumm. Weil das ist so typisch ich. Ja, ich lege es irgendwo hin und denke mir so, ja, ich vergesse es schon nicht. Und dann kommen mir ein paar Sachen dazwischen im Kopf. Ach Gott. Wir haben voll getankt auf den Kanister oben. Und jetzt versuchen wir das da zu beschließen. Und dann fahren wir circa eine Stunde wieder zurück. Um dann hoffentlich nicht festzustellen, dass wir drüber gefahren sind. Da habe ich ihn hingelegt. Ich würde ihn jetzt mal so lassen und jetzt wegfahren und schauen, weißt du? So ist es unserem Tankdeckel hoffentlich nicht ergangen. Aber
werden wir sehen. Das ist der Parkplatz, an dem wir Halt gemacht haben. Und da ist er. Da ist er, Dani. Er ist ganz. Oh, wie schön. Jetzt nicht drüber fahren. Hallo, lieber Tankdeckel. Ich bin so erleichtert. Da sind wir wieder bei der Tankstelle, wo das Unglück Bemerkt wurde, genau. 110 Kilometer Umweg war das jetzt. Ja. Dieser geht auf mich, Karin. Danke. Wir haben einen Schlafplatz gefunden und morgen geht es dann weiter ins Nordkap. Wir gehen jetzt schon schlafen. Bin schon fertig. Also gute Nacht für heute. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir haben schon alles eingepackt. Daniel hat schon abgewaschen. Und jetzt hat er Wasser gewärmt zum Duschen. Es hat 12 Grad und ich gehe jetzt duschen. Ja. Mit lauter Musik sollte uns ja nicht kalt werden. Für 11,19 Kronen haben wir Diesel gefunden gestern und das ist so günstig, dass es sich wirklich auszahlt, unsere Kanister voll zu füllen. Ja, also alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war 14 irgendwas, gell Karin? Ja. Und für 11,19 ist wirklich günstig. Keine Ahnung, wieso es in Narvik bei der Shell so günstig war, aber ja. Vor der Dusche müssen wir immer ein bisschen Sport machen, damit wir nicht erfrieren. Also damit es schön warm ist. Das macht der Daniel ein billiges Schiss. So, frisch geduscht. Wir haben alles eingepackt und jetzt fahren wir ans Nordkap. Einmal übers Meer und dann direkt in den Berg hinein. Das ist ein sicherer Platz. So, Tankdeckel drauf. Kontrolle. Passt.
Da vorne startet gerade ein Hubschrauber die Maschine. Schauen wir mal, ob er gleich abhebt oder nicht. Ja, es wird immer schneller, also hebt sicher gleich ab. Jetzt wird er gerade aufs Rollfeld gebracht. Hubschrauber sind so cool. Tja, wir dachten, wir kommen heute noch aufs Nordkap. Und ich war mir so sicher, dass Hammerfest am Weg zum Nordkap liegt. Tut es nicht. Somit haben wir erneut, dank mir, 1 Stunde Umweg gemacht. Naja, Hammerfest ist auch schön. Ja, wir haben eine Bauplattform gesehen, die können wir uns das auch genauer anschauen, wenn wir zurückfahren. Aber so, ich war mir wirklich sicher. Und jetzt denke ich mir so, okay, jetzt kommt da langsam nichts mehr. Ja, es kommen immer kleinere Gassen, kleiner und kleiner. Urbitter. Auch wenn wir den eher vermeidbaren Umweg gemacht haben, sehen wir jetzt eine Ölplattform kurz vor dem Abtransport aufs offene Meer. Weil man sieht auch hier einige Norweger, die da zum Schauen kommen, also das dürfte schon recht besonders sein. Also ich finde Ölplattformen da generell sehr beeindruckend, so wie Helikopter. Und sowas zu sehen ist echt cool. Jetzt am Abend kommen endlich wieder unsere Lichter in Aktion und die haben sich echt bewährt. Also eins links auf der Seite und eins hinten. Wir stehen da jetzt auf einem Platz, den können wir erst morgen zeigen, weil es so dunkel ist. Nicht optimal, aber es reicht jetzt einfach mitfahren und die Straße ist nicht so befahren. Also